In einem der letzten Videos haben wir bereits über den Konflikt zwischen Römern und germanischen Stämmen gesprochen. Aber wie wäre es, wenn wir nun einen genaueren Blick auf das römische Heer werfen? Denn 1000 Jahre vor den mittelalterlichen Rittern marschierten die römischen Legionen durch Europa. Mindestens genauso eindrucksvoll, wenn nicht noch beeindruckender. Doch wie lebte ein einfacher Soldat, der dem Kaiser treu diente? In den nächsten Minuten schauen wir uns an, wie viel ein gewöhnlicher römischer Legionär verdiente und wie er seine Freizeit verbrachte. Nehmen wir an, unser Protagonist heißt Publius Ovidius Lentulus. Ja, solche Namen gab es tatsächlich im antiken Rom. Genauer gesagt bestand ein vollständiger römischer Name aus 3 Teilen: Pränomen, Nomen und Cognomen. Einfacher gesagt Vorname, Familienname und Beiname. Während in manchen Kulturen der 2. oder 3. Name eine familiäre Bedeutung hat, war es bei den Römern der Beiname, der oft als ihr wahres und einzigartiges Erkennungsmerkmal galt. Nehmen wir zum Beispiel Kaiser Gaius Julius Caesar, ein wahrhaftiges Namensrätsel. Gaius war sein persönlicher Name, Julius der Familienname und Caesar ein Beiname, dessen genaue Bedeutung bis heute unklar ist. Einige behaupten, es bedeutete der Behaarte, andere glauben, es stehe für der Göttliche. Eines ist jedoch sicher: Im antiken Rom gab es keinen Cäsarsalat. Aber darum geht es jetzt nicht. Wichtig ist, dass Jungen ihren Namen vom Vater erhielten. Das heißt, auch der Vater von Kaiser Caesar trug den Namen Gaius Julius Caesar. Um Väter und Söhne voneinander zu unterscheiden, verwendete man zusätzliche Beinamen wie der Ältere, der Jüngere oder einfach Ordnungszahlen. Mit den Mädchen war es noch interessanter. Bei der Geburt wurde der Familienname des Vaters zu ihrem eigenen Namen und nach der Heirat nahmen sie in der Regel den Familiennamen des Ehemanns an. Zum Beispiel wurde die Tochter von Gaius Julius Caesar einfach Julia genannt und nach der Heirat mit Gnaeus Pompeius Magnus wurde sie zu Julia Pompeia. Wenn in einer Familie viele Jungen geboren wurden, mussten zusätzliche Beinamen hinzugefügt werden, manchmal sogar ein 2. oder 3. Gegen Ende des Römischen Reiches gab es Menschen mit bis zu 5 Namen. Sogar der berühmte Caligula trug eigentlich den Namen Gaius Julius Caesar. Um Verwechslungen mit seinem berühmten Vorfahren, der von Brutus ermordet wurde, zu vermeiden, verwenden Historiker in Lehrbüchern nur seinen Beinamen. Unser Protagonist jedoch ist ein einfacher Legionär und trägt daher einen schlichten Namen Publius Ovidius Lentulus. Wir schreiben das Jahr 15 nach Christus. Das Römische Reich ist mächtiger denn je. Von Nordgallien bis nach Mittelafrika erstreckt sich seine Herrschaft. Und all das ist dem starken Heer der Legionäre zu verdanken. Einem von ihnen ist unser Publius Ovidius Lentulus. Sein Vorname Publius wurde meist nur von engen Verwandten benutzt. Im Alltag sprach man sich eher mit dem Familiennamen oder einem Beinamen an. Deshalb wurde unser Söldner einfach Ovidius oder Lentulus genannt. Sein Vater, wie die meisten Eltern römischer Legionäre, war ein einfacher, nicht wohlhabender Bauer. Als Lentulus 18 Jahre alt wurde, trat er dem Heer bei. Obwohl der Dienst faktisch verpflichtend war, galten die Bedingungen für damalige Verhältnisse als recht großzügig. Erst vor kurzem hatte Kaiser Gaius Julius Caesar den Sold der Legionäre auf 900 Sesterzen pro Jahr erhöht. Das entspricht etwa 9 Goldmünzen. Zudem gab es 3 zusätzliche Sesterzen als Bonus für den Vertragsabschluss. Archäologische Funde in Pompeji zeigen, dass ein Mensch problemlos mit 2 Sesterzen pro Tag auskommen konnte. Kein Wunder, für eine einzige Sesterze bekam man bereits 4 Teller Suppe. Rechnet man das grob in heutige Währung um, entspricht eine Sesterze etwa 2 Euro. Zum Vergleich, ein Liter Wein kostete im Jahr 15 nach Christus 2 Sesterzen, also 2 Euro. Und wenn sich Lentulus einen Maultier hätte kaufen wollen, hätte er dafür rund 1000 Sesterzen zahlen müssen. Der Dienstzeitraum war jedoch furchteinflößend, ganze 20 Jahre. In früheren Zeiten, vor Christus, betrug er manchmal nur 6 Jahre.
Aber gegen Ende des 1. Jahrhunderts konnte er sich sogar auf 26 Jahre erstrecken. Die gute Nachricht: ein leichtes Leben gab es auch im zivilen Alltag nicht, besonders nicht für arme Arbeiter, die täglich bis zu 14 Stunden schuften mussten. Daher war das Schicksal eines Legionärs gar nicht so schlecht. Schließlich erhielt man nach dem Dienstende eine Abfindung von 12.000 Sesterzen und manchmal sogar ein großzügiges Stück Land. Natürlich gab es auch Betrug. Manchen Veteranen wurde die Zahlung verweigert oder sie erhielten unfruchtbare Landstriche in abgelegenen Ecken des Reiches. Doch unser Publius Ovidius Lentulus ist ein pflichtbewusster Söldner und hoffentlich werden ihn solche Unglücke verschonen. Außerdem liegt die Pension noch 20 Jahre in der Zukunft. Vorerst stehen erst einmal die legendären 4 Monate der Rekrutenausbildung bevor. Im Traktat von Vegetius über das Militärwesen steht ein einfacher, aber absolut wahrer Satz: Die Tatsache, dass die Römer die ganze Welt erobern konnten, lässt sich nur durch ihre militärische Ausbildung, die Disziplin in den Lagern und ihre Kriegserfahrung erklären. Und Vegetius hatte recht. Im Gegensatz zu späteren Armeen waren römische Legionäre wahre Kampfmaschinen. Nach harten Trainingswochen lernte Publius Ovidius Lentulus, 35 Kilometer in 5 Stunden im schnellen Marsch zurückzulegen und das mit 20 Kilogramm Ausrüstung auf dem Rücken. Gleichzeitig musste er ein komplexes System von Signalen verstehen, die durch Trompeten und Standarten übermittelt wurden. Römische Feldherren waren überzeugt, dass das Halten der Formation der Schlüssel zum Sieg war. Und wenn man sich die Erfolge Roms ansieht, ist das kaum zu bestreiten. Während der Grundausbildung trainierten die Rekruten alle wichtigen Formationen: die Schildkröte und den Keil, außerdem den Kampf mit Holzschwertern und das Bogenschießen. Wenn Lentulus das Trainingslager verlässt, wird er eine perfekte Kampfmaschine sein. Und was noch wichtiger ist, eine, die zu allem bereit ist. Nicht jede moderne Armee kann sich mit einer solchen Fürsorge für ihre Soldaten rühmen. Doch die römischen Legionäre lernten sogar, mit voller Ausrüstung zu schwimmen, um bei Flussüberquerungen nicht unterzugehen. Im Mittelalter rafften Krankheiten wie Dysenterie und schlechte Hygiene ganze Armeen dahin. Doch 1000 Jahre zuvor, in den Legionen des antiken Roms, waren solche Zustände kaum vorstellbar. Die Gesundheit der Soldaten hatte höchste Priorität. Alles, was auf den Teller von Lentulus kam, ob Nahrung oder Wasser, wurde sorgfältig geprüft. Selbst das Trinkwasser wurde von Offizieren kontrolliert, um Vergiftungen zu vermeiden. Bei Verletzungen oder Krankheit verfügte Rom über eine Art frühes Sanitätswesen. In jeder Region gab es Ärzte, es wurden Feldlazarette eingerichtet und erkrankte Soldaten erhielten alle nötige medizinische Hilfe. Es ist eine Inschrift eines römischen Legionskommandeurs überliefert, in der steht: Beim Angriff auf eine Stadt soll das Lager in einiger Entfernung vom Kampfgeschehen errichtet werden. Warum? Damit verwundete Soldaten nicht das Schlachtenlärm hören und sich in Ruhe erholen können. Auch anderen wichtigen Aspekten wurde große Aufmerksamkeit geschenkt. Dem Kampfgeist. Keine Massenschlafsäle, kein Gefühl von Unterdrückung. Die römische Armee war anders aufgebaut. Die Legionäre wurden in Zenturien eingeteilt und, noch wichtiger, in sogenannte Kontubernien, kleine Gruppen von 8 Männern, die alles gemeinsam machten, vom Essen bis zum abendlichen Zusammensitzen. Diese Struktur war bewusst so gewählt: Wenn die Soldaten in den Krieg zogen, kämpften sie in erster Linie nicht für den Kaiser, sondern für ihre Kameraden, mit denen sie Brot, Feuer und Angst teilten. Und das war nicht nur erlaubt, es wurde gefördert. An erster Stelle stand das Leben der Gefährten, dann die Ehre der Centuri mit etwa 100 Mann und erst danach das Ansehen der gesamten Legion, die aus bis zu 6000 Soldaten bestehen konnte. Die Römer revolutionierten die Kriegsführung. Auf dem Schlachtfeld kämpften nicht Fremde nebeneinander, sondern Kameraden, die jahrelang zusammen lebten, aßen und litten. Auf vielen Grabsteinen jener Zeit findet sich das Wort Bruder, was zeigt, wie tief die Bindung unter Soldaten war. Trotzdem gab es auch Parallelen zu modernen Armeen. Nicht alle Legionen befanden sich ständig im Krieg. Es kam vor, dass Lentulus ein ganzes Jahr lang als Baumeister oder Ordnungshüter diente. Es sind Fälle bekannt, in denen Legionäre Steuern eintrieben oder als Leibwächter arbeiteten.
In Friedenszeiten versammelte sich die Legion dennoch mindestens einmal im Jahr zum Natalis Aquilae, dem sogenannten Geburtstag des Adlers. An diesem Tag gab es Festessen, Schauübungen und feierliche Zeremonien, um die Moral der Truppe zu stärken, eine Moral, die es Rom ermöglichte, die halbe bekannte Welt zu erobern. Selbst auf Feldzügen wussten sich die Legionäre zu beschäftigen. Glücksspiele waren so beliebt wie nie zuvor. Die Soldaten spielten mit Würfeln, eine Art Kopf oder Zahl, die Kopf oder Schiff genannt wurde, und sogar eine frühzeitliche Version von Tic-Tac-Toe, bekannt als Mühlrad, bei der es darum ging, 3 Spielsteine in einer Reihe zu platzieren. Die besonders Spielbegeisterten erfanden ein komplexeres Spiel, Tabula, den Vorläufer des heutigen Backgammon, bei dem ganze Vermögen auf dem Spiel standen. Die Spielsucht nahm solche Ausmaße an, dass das Spiel sogar gesetzlich verboten wurde. Aber einfallsreiche Soldaten fanden natürlich Mittel und Wege, das Gesetz zu umgehen. Bleibt nur zu hoffen, dass Lentulus nicht spielsüchtig war, sonst wären seine Abschiedszahlungen schneller weg gewesen, als man Tabula sagen kann. Im Durchschnitt erreichten nur etwa 60% der Legionäre in der Römischen Reich den Ruhestand. Doch diese Zahl wird stark von den Frontgebieten verzerrt, wo ein einziger Tag ausreichte, um die Hälfte eines gesamten Legionsverbands zu verlieren. Und nun zu einem weiteren, weit verbreiteten Irrtum. Vielleicht hast du schon oft gelesen, dass die Menschen in der Antike nur etwa 30 Jahre alt wurden und ein 60-Jähriger als eine Sensation galt. Das ist ein Mythos, und zwar ein grober. Der Grund? Hohe Kindersterblichkeit. Erst mit der Erfindung von Antibiotika und dem Fortschritt in der Hygiene sank die Sterblichkeit von Neugeborenen drastisch, wodurch die Lebenserwartung stieg. Ein einfaches Beispiel: Stirbt ein Kind mit einem Jahr und ein Großvater lebt bis 80, ergibt das statistisch gesehen eine durchschnittliche Lebenserwartung von 40 Jahren. So entstehen die verzerrten Zahlen. Heute sind sich Historiker sicher: Wer im antiken Rom das Erwachsenenalter erreichte, hatte gute Chancen, auch ein hohes Alter zu erleben, fast vergleichbar mit dem, was wir heute kennen. Wenn also Lentulus seine 20 Jahre im Dienst überlebte, dann stand ihm durchaus die Möglichkeit offen, mit 40 eine schöne Frau zu heiraten, Kinder großzuziehen und in Frieden auf einem kleinen Bauernhof zu leben, vom Staat geschenkt oder von seinem Sold bezahlt. Das Leben eines Legionärs war nicht einfach, aber ganz ehrlich, wessen Leben ist das schon? Eines steht fest: Im antiken Rom galten Soldaten nicht als Kanonenfutter. Es wurde großen Wert gelegt auf Disziplin, Kampfausbildung und körperliche Fitness. Die Qualität der Nahrung wurde kontrolliert und Sanitäter waren selbst auf dem Schlachtfeld bereit, Hilfe zu leisten. Natürlich lief nicht immer alles perfekt. Manche Zenturien desertierten. Hier und da gab es gleichgeschlechtliche Beziehungen und manche Soldaten zerbrachen psychisch an der Härte des Krieges. Aber das waren eher Ausnahmen als die Regel. Auf dem Höhepunkt ihrer Macht war die römische Armee eine präzise Maschine, vergleichbar mit der Organisation moderner Staaten. Lentulus war überzeugt, ein gutes Leben zu führen und für etwas Großes zu kämpfen. Vor allem, weil ihn am Ende eine wohlverdiente Ruhe und großzügige Belohnungen erwarteten. Wenn du mehr über die antike Welt erfahren willst, gib einen Like und schreib es in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal, Freunde.